Wenn mehrere leuchten, dann wirst du wirklich gaga. Dann denkst du wirklich, alles ist falsch. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits aus China. Wir sind hier noch unterwegs und nehmen euch heute wieder mit in einen wahrscheinlich kuriosen Freizeitpark. Erstmal geht es aber zum Family Mart, zum Frühstück. Das ist zum Fuß unseres Hotels. Hier ist übrigens hinter mir, das ist die Rezeption und um die Ecke geht es ins Hotel. Und ja, schnelles Frühstück gegrabt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist nichts Spannendes, weil Croissant, Banane, Käsestift. Keine Experimente auf der Seite. Wir wundern uns nicht. Wieso muss das eigentlich jetzt schon alles eingesaut sein? Und Servietten gibt's hier nicht. Eieieiei. Zum Glück gibt es keine Servietten. Es klebt ohne Ende. Das ist irgendwas im Teigmantel. Aha. Wer rechnet denn damit? Aha. Aber es ist ja auch eine durchgehende Konsistenz irgendwie. Endlich mal süß-saure Soße, ne? Das ist ja, was wir Deutsche denken, was in China den ganzen Tag gegessen wird. Keine Ahnung. Mein Gott. Geschmackslos. Ja, ne? Ist jetzt auch nicht so. Das ist einfach nur Brot. Mhm. Naja, also eigentlich auch nicht, weil... Was ist denn hier los? Ich habe am Ende gerade im Croissant bemerkt, da ist irgendwas gefüllt und dachte erst, oh, lecker. Und dann schmeckt wie Eigelb und es sieht das so aus. Bah. Oh, Gott sei Dank habe ich es von der anderen Seite angefangen und habe ich wenigstens noch was davon gehabt. Das erinnert ihn an meine Spongebob-Kekse, falls ihr es nicht verstanden habt. Ja, weil ich dachte, die wären süß, aber die waren salzig. Aber ich habe Gott sei Dank zuerst dran gerochen, aber ich habe das auch gefilmt, damit ich nicht ganz so überrascht war, weil du warst sehr überrascht, glaube ich, als du die probiert hast. Ich probiere einfach, ja. ich cheate nicht. Gestern Mittag war katastrophales Essen, das war jetzt auch nicht so erfolgreich, aber auch nicht schlimm. Und wir haben heute einen Park vor, der laut Coast-Account direkt 10 Einträge zu bieten hat. Ein bisschen Grauzone, ein bisschen Blödsinn, ein bisschen mehrspurig. Ist, glaube ich, egal, weil wir werden bestimmt das eine oder andere Witzige noch sehen. Aber wir wollten natürlich, weil wir ja extra jetzt hier das Hotel direkt an der Railway Station haben, da auch mit den Öffis hinfahren. Ich muss erstmal hinter jemandem hierher laufen. Ich dachte, wir müssen hier hin. Und wir fahren jetzt aber mit dem Didi. Das Didi fährt 47 Minuten. Irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten wären wir jetzt mit der U-Bahn gefahren. Bis zum Bahnhof, wo der Schnellzug fährt, den wir brauchen. Weil hier an unserem Bahnhof die Schnellzüge, da ist nicht der dabei, den wir brauchen, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Der Schnellzug würde dann 8 Minuten noch fahren und dann müssen wir, glaube ich, auch noch mal Bus oder... Ja. Ja, und dann wäre noch mal ein Bus dazwischen. Ja, für umgerechnet 10 Euro, 3/4 Stunde oder 50 Minuten Auto fahren. Weiß ich nicht, wie weit, wie viel umsteigen, wie lang mit Öffis. Da ist die Entscheidung jetzt nicht so schwer gewesen. Deswegen kauft man sich ein Panoramadach, um das zuzumachen. Es wäre so cool, jetzt hier rauszugucken. Hallo? Hallo? Ist noch jemand? Ist noch keiner da? Hallo? Ich glaube schon mal kein Full Count. So, Peoples, wir sind angekommen. Hinter uns ist der Eingang. Das ist hier so ein... Danke. Was ist das denn jetzt hier für ein Move? Hier ist so ein riesiger... Alter. Wie soll man das denn beschreiben? So ein Expo-Gelände, was Safari, Wasserpark, Eishöhle, keine Ahnung. Also er will es aber auch jetzt wissen, ne? Und es gibt auch den Freizeitpark und wir stehen jetzt hier gerade vor einer riesen Tafel und ein paar Sachen sind auf jeden Fall geschlossen, es sind einige Sachen geschlossen. Übersetzungen
auf der Rollercoaster Database, Übersetzungen an dieser Tafel und so weiter und so weiter. Ist alles ein bisschen unschlüssig, bringt alles nichts. Wir gehen auf jeden Fall rein. Kassen haben jetzt gerade geöffnet. Ich kriege aber eine Benzinvergiftung in diesem Moment. Wir hatten ja in Malaysia die massivst erhöhten Spritpreise schon besprochen, von 84 Cent der Liter. In China fährt eigentlich jeder nur noch elektrisch und 80% der Rohölexporte, die ja aktuell nicht exportiert werden, gehen ja nach China. Hier kostet der Sprit an der Tankstelle 1,20 €. Aber bei uns dauert das Monate, bis es runtergehen kann. Safe. Wir gucken jetzt erstmal nach einer Kasse, die jetzt irgendwie das Licht anhaben zumindest. Und dann müssen wir mal Tickets kopen. Also, ich hatte geguckt gestern, um 9 Uhr sollte laut Internet der Park aufmachen. Das tut er aber nicht, sondern erst um 9:30 Uhr. Wir sind jetzt auch kurz nach 3:30. Unser Fahrer, obwohl er die ganze Zeit eingeschlafen ist, hat Gas gegeben, weil er wahrscheinlich jetzt irgendwo ein Nickerchen machen muss. Die Kasse hat ja gerade Licht auf, das Schildchen, dass die Kasse geschlossen ist, vorne weggetan, um zu sagen, dass sie erst ab 20 noch 9 Tickets verkauft. Aber am Self-Service-Automaten kann man jederzeit Tickets kaufen. Verstehe ich jetzt nicht. Gut, haben wir noch ein bisschen Zeit hier rumzubringen, aber zum Glück gibt es hier vorm Eingang ein Klo, das ist wichtig, da gehe ich nämlich jetzt mal hin. Psst. Aber Hauptsache hier ist ein Fernseher drin. Ja, das ist wichtig. Nicht zu blöd. Uschi sitzt auf dem Tisch. Der ist auch schon ziemlich. Oder ist das hier bei Takeshis Castle? Muss den richtigen erwischen. Ich glaube, hier kann man das jetzt sogar auch mit seiner Handykamera scannen und muss das nicht mit der Alipay-App scannen und kann dann theoretisch eine Zahlungsmethode auswählen. Wieder mal aus der Reihe, kannst du dir nicht ausdenken. Wir sind jetzt an den Automaten gegangen, bevor wir wieder 3 Tage vollgequatscht werden, was denn hier wie wo ist und was das kostet und ob wir uns sicher sind, ob wir das bezahlen wollen, dass das der Eintritt für das ist, und habe ich nicht gesehen. Was immer ewig dauert, weil sie das in ihr Handy eintippen, um einem das dann auf Englisch zu übersetzen. Das ist ja alles fein, bloß Chinesisch schreiben dauert ewig lang und das sind halt so Nichtigkeiten. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Das war auch ziemlich einfach an der Maschine, weil die auf Englisch umzustellen war. Das ist auch nicht selbstverständlich. Haben das Ticket dann gekauft und bezahlt und dann sollte das gedruckt werden. Und diese Horrorvorstellung, die man immer an so Automaten hat, ist eingetroffen und es kam kein Ticket unten raus. Hat jetzt nochmal, waren das 10 Minuten, wo die jetzt mit 4 Leuten dran waren am Computer, um dann zu gucken, wer denn die einzige Buchung heute war, und haben das dann nochmal händisch ausgedruckt, als wir dann die Zahlungsbestätigung auf Alipay den zeigen konnten auf dem Handy. Spannend ist übrigens, die haben, glaube ich, schon ganz viele Tickets ausgedruckt für Busse, die kommen. Da kommt ein Bus. Aber ich glaube, das ist nicht einer von den Bussen, wo jetzt Tickets vorausgedruckt wurden. Nee, das ist ein kleiner, süßer Bus. Also auch auf einem Freitag bleiben uns die Schulklassen offensichtlich nicht erspart. Das wird wieder so laut. Peoples, der Park hat geöffnet und es kamen die großen Gruppen aus den Bussen und ja, wir sind hier reingerannt. Nein, wir sind jetzt normal gegangen, aber haben schon ein bisschen Gas gegeben. Dinosaur Valley Adventure ist, nee, das ist kein Coaster, oder? Nee, das ist ein Flume. Ja, der hat auf. Forest Hunting, war das ein Coaster? Wir sind auf jeden Fall rein und es ist auf jeden Fall vorne diese 4 Butterflies, die sind noch geschlossen, wahrscheinlich erst um 11. Der kleine Powercoaster, geschlossen, da steht dran um 11, sie gurtet sich noch an. Hier steht jetzt die nächste Achterbahn. Vielleicht machen wir die und ich gucke in der Zeit nach, wie die Achterbahnen heißen, weil andere Leute halten ihre Hüften fest. So, die Jungle Maus fährt erst ab 11:30 Uhr. Da hat sie gerade, als wir da rein wollten, das Schild uns in die Füße geschmissen. Wir stehen bei der nächsten Bahn, die schon eine Wartezeit angeschlagen hat. Aber irgendwie der Maintenance-Dude ist noch hier. Der hat auch schon jetzt das Ding vorgefahren, sich einmal angeguckt, hat eine Testrunde gemacht, rangiert den Zug gerade wieder rückwärts. Und der Operator tippt immer noch in seinem Handy rum, uns irgendetwas zu erzählen, was wir nicht wissen.
Hier neben gibt es so eine Firefighter-Attraktion. Die sieht ziemlich witzig aus, weil das freifahrende große Feuerwehrautos sind. Das ist echt cool irgendwie. Und will ich gerne mal in Action sehen. Das wird bestimmt heute noch passieren. So, jetzt wird Druck aufgebaut. Jetzt kommt schon die erste Schulklasse mit hier in die Queue rein. Weißt du, so viel Kordeln und Dinger, die haben, würde ich auch einfach mal was zumachen. Und vor allem oben den Screen auslassen. So, wir haben jetzt keine 10 Uhr, ne? Aber der hat schon 15 Minuten Wartezeit und dass er auf ist, der Coaster. Die Bahn, die zimmert aber auch einmal hier durch den Shop, ne? Yo, ey. Peoples, der große Coaster 10:30 Uhr. Andere Bahn 10 Uhr, 11 Uhr. Was für ein Quatsch. Also du kannst überall unendlich viel schön essen. Eine Bahn müssen wir jetzt noch auschecken. Also diese 4 Butterfly-Dinger mit der Welle drin, das ist halt super ärgerlich. Das will man halt schnell wegfahren, weil es halt, da kannst du ja nicht jedes Mal neu für ewig anstehen. Und eine Hiobsbotschaft habe ich noch. Es gibt eine Achterbahn schon mal weniger, die wird gerade abgerissen. Der Spinning Coaster von Jim, ich glaube Jim war es, ich müsste noch mal nachgucken. Der wird da gerade oder ist schon weg. Liegen nur noch ein paar GFK-Teile. Der Eingang steht noch. Ja. So, jetzt gibt es hier noch so ein Skywheel. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier steht schon mal kein Schild davor, aber ich sehe auch keinen Menschen hier. Das ist diesmal nicht von Maura Rides, sondern auch so ein chinesischer Nachbau. So weit kommen wir schon mal. Und ihr seht, das sind andere Züge, andere Wagen. Aber sonst, ja, cool. Echt toller Park und so. Von der Tresen geschossen. Oh Gott. Oh nein! Oh, du Heiliger. Wie das eiert. Eieieiei. Eieieiei. Ich frag doch einfach. Alle anderen stehen schon. Oh. Au, wir jetzt auch. Ja. Oh. Herrschaftszeiten. Ja, wir sind jetzt wieder zum 3. Mal oder was hier bei dem Coaster. Sind jetzt Spinning Coaster jetzt als erstes gefahren, First Rider of the Day. Was eine enge kleine Kiste, wo man sich da reinzwängen muss, mit einer sehr komischen Bügelstellung. Hat aber gepasst. Boah, haben wir uns gedreht, ey. Oh, naja, ja, es ist echt ultra heiß und feucht heute. Und durch dieses Hin- und Hergerennen und Aufregen, dass hier die Öffnungszeiten so anstrengend sind, krieg ich Schweißausbrüche. Also jetzt ist es halt voll. Haben sie drauf gewartet. Also dann macht den Park doch erst um 11 auf, wenn du oder um 10 oder. Guck mal, selbst bei denen ist das ja klein. So, endlich macht mal die nächste Achterbahn auf. Double Loop, Double Corkscrew, chinesischer Herkunft, kopierte MK1200 Schiene. Darf die Uschi sich jetzt alleine durchquälen.
90 Kilo Max, Waage vorne dran, alles klar oder auch nicht, fahre ich nicht mit. Also die wissen, warum die diese Polster haben. Ne? Also die haben richtig dicke Polster, so fast wie ein Kissen, links und rechts. Also ich habe den Bügel fast nicht über meinen Kopf gekriegt und der ist nicht groß. Ja, also diese Inversionen sind Horror. Die Looping geht noch, oder Loopings, aber diese Inversionen dahinter, die sind, nee, auch der Lift ist so langsam, da habe ich gedacht, wir kommen nie an, wir brechen jetzt, irgendwas bricht jetzt ab, wir werden alle sterben. War aber nicht so schlimm, also, aber die Fahrt war schon hart. Also ich will mir das nicht ohne die Polster vorstellen. Please don't wait before you're locked and caged in. I need some space like 100 acres on my gravesite. Lost the daylight, surf the heavens, rip the wave right. Peep the uprise and hold the hearts with my words of cut ties. Extinguish Lama's trying to drive my damn mind. Stand by just watching the world unfold in campfires. In calmest forest, throwing deadly hand signs. Just like the lamp glow, illuminate darkest corner shadows. Count my blessings, got me stepping clouds that travel back home. Jo, wie viele? To read the seasons like a farmer. Caught me draining me, my tribe is my charger. Nip that in the bar, job is done like a starter. Yeah, bring the mains out, oh I like Carter. Rolled one in the car park where we parked her. Leaving traces of myself like permanent marker. Have a little vibe with the strangers that we meet, but I never been. Jo, wir sind jetzt weitergegangen zum Power Coaster, der hier steht. Der macht eigentlich um 11 Uhr auf, der hat jetzt um 11:15 aufgemacht, auch sehr nachvollziehbar wieder. Und den machen wir jetzt als nächstes, weil sonst noch keine andere Achterbahn auffahrt. Und auch die Flatrides machen nach und nach langsam auf. Unser Glück natürlich, dass gerade vor uns die komplette Gruppe hier reingeschickt wurde von ihrer Lehrerin. Und so eine ganz kleine, fragile Achterbahn hat natürlich wieder keine Gewichtsbeschränkung, sondern nur diese riesigen, gigantischen, großen Stahlachterbahnen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und nochmal vielleicht zum Verständnis, warum wir uns so aufregen über diese unterschiedlichen Öffnungszeiten. Man rennt hin und her und zick und zack und es ist kein Rundlauf oder ein Park, der nach hinten groß ist und macht erst vorne auf, ein bisschen später hinten, noch ein bisschen später ganz hin. Das ist ja normal, das ist nachvollziehbar, sondern du rennst mal nach da, dann rennst du mal nach da, dann rennst du nach da, dann rennst du wieder nach da. Das ist das, was so bekloppt ist. Und zwischendurch haben die sogar die Öffnungszeiten geändert an den Bahnen, an denen wir schon geguckt haben. Und ich bin jetzt erstmal fertig, weil es ist wirklich wieder sehr angenehm von der Lautstärke hier. Einfach nur alle. Fahren! Leute!
Wir waren jetzt gerade live dabei, wie dieses Schild umgedreht wurde von 11:30 Uhr auf 12:30 Uhr. Jetzt haben wir es sogar gesehen. Wir haben jetzt schon kurz gedacht, wir sind bescheuert und bilden uns das ein. Aber nein, die ändern das einfach die ganze Zeit. Warum auch nicht? Toller Park, oder? Wow, ich war echt guter Dinge, als wir heute noch hier hingefahren sind. Ich hatte wirklich Bock auf so einen Park hier. Aber ich habe noch nicht einmal den Namen gesagt. So cool ist der Park. Stimmt. Weil ich keine Ahnung habe, wie der Park heißt. Chuan Lord Holiday Manor oder Chuan Lord Leisure Expo Garden. Oder Kackhaus. Start up, some of them are faster. They're not really in the moment, they just want the last laugh. Farmer is a hard task, dragging all the past up. Trying to live it, yeah, with my homies, make it faster. I just want the moments, live it like it's golden. Bars are like aerobics, reality we mold it. Rich without a Rolex, the love I feel is so dense. Circle illuminated music is like protest, yeah. I don't wanna carry no more signs, yeah. I don't wanna hear no more lines, yeah. I just wanna take my karma, dip it in the ice, freeze it forever, focus on the good vibes. Uppa. Die lackiert man auch wieder Geländer am Boden, ohne den abzukleben. Ich lieb's. So, 11:30 Uhr macht der nächste Ride auf. Nein, macht er nicht. Jo, also der Stapel an neuen Zeiten hier drauf wird auch immer dicker. Oh Gott! Oh. Oh, schön. Bremsen tut er. Thank you, you too. Jetzt haben wir noch ein bisschen gewartet bei der Jungle Maus. Ich glaube Flying Jungle Squirrel oder so heißt die Bahn. Richtig cool. Das macht Spaß. Sitzt in so einem kleinen Mauschasen, hast einen Gurt und dann pacest du da durch den Busch. Ja, Jungle-Mäuse haben wir schon öfter gezeigt. Das ist nice, das macht Spaß. Eine schöne Bahn. Und ist natürlich nach uns jetzt auch Sturm Menschen reingerannt. Verständlicherweise, weil die sind auf jeden Fall auch mit allem inzwischen durch. Das ist nämlich total toll. Es kann sich noch nicht mal irgendwas verteilen, weil alle alles schon gemacht haben, wenn irgendwann alles mal auf hat. Damit auch alles einfach durchgehend dann voll ist, was gerade neu geht. Ja, wir kommen noch mal an den 4 Pendeldingern jetzt vorbei, machen uns aber auf den Weg zu dem großen Magic Ring irgendwas. Peoples, es hat das Ding jetzt ja, 20 vor 1 aufgemacht, statt 13:30, was angeschlagen war. Auch schwierig. Aber wir haben gerade gesehen, wie die 2 Jungs von der Maintenance, die inzwischen da waren, ihr Zeug zusammengepackt haben. Die haben irgendwie noch einen Reifen gewechselt bei dem Booster Wheel Antrieb. Das war ja quasi, ist das ja ein Launch Coaster.
3 von 4 haben wir. Die eine Seite fuhr jetzt, also bei den Testruns fuhr sie nicht mehr, wurde auch nicht beladen. Und ja, das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, fährt ein bisschen ruppig, aber den Spökes guckt ihr euch jetzt mal an und wir laufen wieder mal durch den ganzen Park und laufen zum Magic Ring Coaster Roller Wheel. Uschi. Yeah, we're going. Dass man auch über Wasser fährt. Ne? Oh nein! Damit werden hier übrigens die Bügel aufgemacht. Davon gibt es so viele, dass sie verteilt wurden inzwischen, aber irgendwie ist einer kein Besitz mehr. Das sind Gurte. Das sind Gurte. Die Bügel sind Gurte. Jetzt. Hier heißt man. Tschüssi. Auch beim Magic Sky Circle Wheel Vertical Coaster whatever sind 90 Kilo Maximalgewicht zugelassen mit einer Waage vorne, die zwar auseinanderfällt und wackelt ohne Ende und alles von bis anzeigt, aber ja, ziehen die durch. Dieser ganze China-Schrott hält vielleicht deswegen nicht so lang. Ich habe keine Ahnung, denn Bügel, Gurte und alles ist elendlang. Also so lang würdet ihr euch das wirklich bei B&M und Co. wünschen, wie hier Gurte sind oder auch großzügig die Bügel sind. Es ist einfach nur China-Schrott. Keine Ahnung. Also es macht keinen Sinn. Gibt hier nur eine Stationsdurchfahrt mit Vollspeed. Lauf mal hier rum. Schwankt. Ei. Das schwankt. Oh Gott. Ich bin jetzt Beijing Xiabolai Dingens bin ich gefahren, Magic, schon wieder vergessen. Ring Vertical Rollercoaster, glaube ich. Ja, also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst um mein Leben, aber das habe ich ja grundsätzlich. Vor allem diese Bahn, weiß ich nicht, ist auch sowieso nicht meins, auch nicht von chinesischen Herstellern. Bro zieht gerade irgendwie eine 3D-Brille auf, die hier rumliegt. Okay, kannst du tragen? Lässig. Ja, stark. Also der Blick ist wie immer bei diesen Bahnen cool, wenn man einfach da so
gerade hochfährt und dann nur in diese Kette starrt und hofft, dass sie einfach hält. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen der Thrill, finde ich, bei diesen Bahnen. Ja, und als es dann gefahren ist, war es jetzt nicht so schrecklich, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Bügel sind nicht besonders gepolstert, also eigentlich ganz normale Schulterbügel. Man hat noch so einen Beckengurt und halt noch einen Gurt am Bügel. Ja, war jetzt wirklich nicht der Horror, aber ist für mich auch nicht die Erfüllung. Aber das hat jetzt nichts mit der Bahn an sich hier zu tun, sondern diese Art von Bahn. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, wie immer. Das da unten halten, ja. Während sich hier Menschen die absolut schlimmen Knock-Off-Coaster geben, haben die sich natürlich auch eine Waffel verdient. Aber die Waffel ist natürlich gefüllt mit Eis und Obst. Also Softeis, das normale Eis haben sie nicht. Selber schuld. Es gibt wieder Tütengetränke. Ich mach mal probier ich mal zuerst. Ne, ich bin mal so frei. Oder möchtest du das an? Das ist ja auch wieder so ein C-Rohr als Strohhalm, ey. Das ist wirklich... Sie hat extra dieses Pappding gerade da drum gemacht, was übrigens ein bisschen funky ist, um dann alles wieder in eine Tüte zu stopfen. Wir sind auch die einzigen Menschen, die auf ihren Müll hier achten. Was soll das denn eigentlich hier darstellen? Weiß man wieder nicht. Man sollte mehr Leute beim Waffelessen filmen. Boah, das ist aber hier wiesig. Wiesig. Ich hau mir jetzt erstmal in den Kopf. Sie sagt, stimmt wiesig. So, ich habe irgendwas vergessen, was ich habe. Limette, Lemon Sisi, das ist irgendwie Limette und Wassermelone zerstampft. Das mag ich. Ja. Da hast du dir doch gewünscht, dass da noch Limette mit drin ist. Ja, das mache ich dann zu Hause, noch mit Sprudel und noch kälter. Ja, Leute, wir sind quasi dann durch. Irgendwie soll es ein Dark Ride geben, laut Dark Ride Database. Den finden wir aber nicht. Wenn man aber die Fotos vergleicht, die online sind, die bei der Database online sind und der Vergleich mit dem, was man hier im Park sieht, befinden sich dort jetzt Elefanten. Das klingt absurd, ist es auch, weil das wirklich echt schrecklich aussieht, wie die da in dem ehemaligen Dark Ride jetzt leben. Ohne Tageslicht, ohne alles. Wir haben uns eben gewundert, daneben ist nämlich eine Toilette, warum das so stinkt an der Toilette. Die Elefanten benutzen scheinbar die gleiche. Also ich finde, das ist wirklich einer der schrecklichsten Freizeitparks, die ich je in meinem Leben besucht habe. Aus so vielen Gründen. Und es könnte so viel besser sein. Aber heute haben wir auf jeden Fall einen schlechten Tag erwischt, wo es nicht so läuft. Und ja, man ist auch nach so vielen Tagen Tour vielleicht hier und da ein bisschen reizbarer als sonst. Aber wir haben jetzt, glaube ich, die letzten Tage trotz Reizüberflutung ganz easy gemacht. Aber heute habe ich keinen Bock mehr. Also ich bin genervt heute. Ganz einfach. Auch ich bin Mensch, nicht nur Freedom Fighter. Und Uschi diniert jetzt ihre Waffel. Ja, das ist nochmal eine Folie drum. Ja. Unter dem Deckel ist nochmal eine Folie. Hauptsache Müll. Haben wir ja gestern gesehen. Ihr tritt aus Pappstrohhalm. Denkt immer dran. Ich raste hier einfach aus. Diese ekelhaften.
Weißt du, ich muss darüber rutschen, weil dieser Zaun mir Löcher ins T-Shirt macht. Und dann ist hier so dieser Drecksladen. Wirklich. Kackvolk. In welcher Welt ist das eigentlich genug Abstand zueinander? Wenn die Ärmchen rauskommen, sind die ab. Oder wie sehe ich das hier? Ah ja. Also Uschis Waffel war gut und lecker und Toppings sowieso. Die Drinks waren wieder richtig gut. Aber wie sie das da gemacht hat, das ist also eine alleine, der Riesenstand, da muss sie die Waffel machen, die Drinks machen. Zwischendurch macht sie noch von anderen Leuten die Soft-Ices und weiß ich nicht was. Und dabei ist sie noch ein bisschen aufgelöst. Ich habe mich heute Morgen gefragt, wer sich so eine Kackhaufenmütze holt, die aber komplett wie eine Schwimmhaube ist. Ja, es hat wirklich jemand gemacht. Übrigens der Spinning Coaster, der nicht mehr hier steht, also bei Coaster Count ist er auch raus, aber ich meine, den habe ich dann noch gesehen gehabt. Und bei RCDB steht er auf jeden Fall noch drin, aber wird auch noch unsererseits nachgereicht, wie die neuen Bahnen und so weiter und so fort. Und gehören die Seifenblasen zum Ride dazu, die jetzt auch wieder aufhören. Ne, da blubbern noch welche. Die kommen aus der Mitte, die gehören, glaube ich, dazu. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber es hört auch wieder auf zu fahren. Flatrides in China drehen kurz an, sind dann fertig. Wie wir jetzt hier. Also ich wäre kein Freund mehr von dem Park. Es kommt immer mehr zusammen. Aber wir fahren jetzt noch mal weiter und gucken, dass wir vielleicht noch mal eine Achterbahn mehr fahren heute. Aber Uschi hat CC plus 9, ich habe CC plus 7 hier gemacht. Es fehlt übrigens nicht mehr viel, um mal wieder was zu feiern. Schaffen wir, glaube ich, aber wenn das so weitergeht, nicht mehr in China. Also ich. Wieso ist das so ein kurzer V? Sind die nicht länger? Aber der sieht irgendwie komisch aus. Ich meine, der Körper. Ja, das ist vielleicht eine andere. Ja, hier ist übrigens der besagte Dark Ride Elefanten-Hub. Und ja, das ist noch die Queue davon. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Convini, Nze, Store, Nze ist Store. Jo, die Kids fahren einfach allein mit dem Ding hier rum und hupen jeden weg, auch cool. Aber was ich noch erzählen muss, was glaube ich ziemlich wichtig ist zu wissen, man bezahlt ja den Eintritt hier, bekommt ein Ticket, aber ihr müsst, das ist eine Pfeife. Hier, Uschi, du musst ja mal kurz noch gucken, dein Sponschka hier vorne. Und ihr habt dann ja euer Ticket. Das müsst ihr gut aufheben, denn da sind quasi 300 Yuan als Credits draufgeladen. Und alles, was ihr hier macht, hat einen Preis, der davon abgebucht wird. Dann wird der QR-Code gescannt und dann ist das weg. Ihr könnt also nicht unendlich viel machen, aber ihr könnt für 300 Yuan irgendwelche Sachen machen. Die kleine Achterbahn zum Beispiel, die waren dann immer 10 Yuan. Dafür war die große, glaube ich, 45, ne? 35. Okay, das kleine Vierter, was wir nicht erwähnt haben, das hätte 50 gekostet, das habe ich gesehen. Der Turm läuft jetzt auch, also an allem, was außer das hier, wurde heute rumgeschraubt und gearbeitet, was jetzt irgendwie läuft. Eingang, Ausgangsbereich gibt es noch eine Piratenattraktion, die ziemlich schlecht klingt. Gehen wir rein.
Klimaanlage. Aber im Alter, wie das hier springt. Ja, ja. 为引虫，海地上顷刻间黄风四起，原 Aber 来 hier sind nochmal Bänke. Oh, der ist voll hart. Ich dachte, der war aus Gummi. Aua. Der traut sich jetzt nicht. Ja, okay, das war wirklich, das war einfach gar nichts. Ja. Ganz und gar nichts. Bisschen Geisterrikscha zum Durchlaufen. Wow. Das hast du am Angst gemacht. Entschuldigung. Das ist reingegangen. Du bist jetzt im Essen, so wie deine Freunde. Mein Frosch. Guck mal. Axolotl, ja. Oh nein. Oder hier. Oh nein, Einsiedlis. Alles Oh. Hallo. So schöne Tiere. Und kleinere. Das ist auf jeden Fall mal ein crazy Exit-Shop, ey. Wir sind jetzt zu einem weiteren Stadtpark gefahren und das in einem sehr schnittigen Fahrzeug, wo man jetzt mal gemerkt hat, wie heiß es wird, wenn die Panoramafenster nicht verkleidet sind. Und wir hatten endlich mal jemanden, der den Ton vom Didi aus hatte. Und die hat nicht die ganze Zeit die Route gequatscht. Freut euch nicht so früh, wir haben ein chinesisches Hörbuch gehört. Ja, es war angenehmer als die Route. Wir wissen jetzt nicht, wo wir hier hin müssen. Wir haben nämlich hier ein Hallenbad. Hier ist ein Spielplatz für die Tube Rides. Was ist das denn bitte für eine Mini-Butterfly-Rutschen-Geschichte? Wisst ihr, was ich meine? Das sieht ja süß aus. Bei den Temperaturen muss das alles hier auch nicht laufen. Das wissen wir ja. Und auf dem Weg gerade 10 bis 15 Minuten zu Fuß von hier habe ich gerade noch eine Achterbahn entdeckt, die da steht, die nicht eingetragen ist. Nummer 3 auf dieser Tour. Türchen ist ja auch auf hier. Ist kein Schloss dran. Da ist ein Schloss dran. Hier nicht. Okay bei dir? 经济游乐，欢迎你，请做好图文。 Sind das winzige Räder? So eine Spots entdeckst du, wenn du so einen kleinen Kram countest und dahin fährst. So was Schönes, Ruhiges. Ja, die Bahn haben wir schnell gefunden und die hat auch noch eine Mittagspause. Wir haben sie jetzt gerade gestört beim Abfüllen von irgendwelchen Pellets und dann hat sie die Bahn jetzt für uns angeschmissen. Wir konnten drei Runden drehen.
das war doch jetzt nett für, sag doch wie viel gewonnen. Wir fahren nur noch, wir gucken gar nicht mehr, was das kostet. Leute, die Dekadenz. Weht 20 pro Person. 20 Yuan pro Person. China, das trägt man heute nicht mehr. Im Knast wohnst, ohne im Knast zu wohnen. Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Ein Treppengeländergeschäft. Das ist sehr spezifisch. Und sie haben gerade noch über den Türladen gelacht. Und hier gibt es die passenden Fensterrahmen zu dem Ganzen. Schön. Peoples, wir laufen ja jetzt hier ein bisschen zu Fuß und diese Schränke sieht man hier überall. Da sind aber nicht Pakete drin oder so, sondern für diese ganzen kleinen Roller von den Leuten, die Akkus. Und wenn du einen neuen Akku brauchst, dann packst du den alten da rein und nimmst den vollen raus. Ich muss den ans Kabel anstöpseln und dann läuft das. Auch ziemlich spannend, einfach mal ein bisschen diese Open Garages in Action zu sehen. Die meisten machen aber Siesta. Und also wir haben über den Türladen gesprochen, es gab mehrere Türläden. Also ein Türladen ist ja auch was wie ein Fensterladen, aber Türgeschäfte. Und da waren wirklich unglaublich geile Türen dabei. Ich sag mal so, unsere Tür geht zur falschen Seite auf, weil es billiger war. Schade. So. Ich habe keine Ahnung, was Red Bull Extra ist. Es gibt halt keinen Goalie in China. Oli gibt es aber unten im Link, nicht da unten in der Videobeschreibung. Und mit Ride 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Weil ihr müsst auch nicht hier durch die chinesische Provinz spiefeln, um euch einen richtig nice Drink Energy, Iced Tea, Hydration oder sogar Milkshake zu bestellen. Alles andere kennt ihr ja schon. Das sehe ich jetzt mal wieder normal. Aber ich weiß ja nicht, ich wollte nicht lesen. Bitte. Hat es Kohlensäure? Nein. Das hat man doch schon gehört, als das Ding aufgegangen ist. Ah, ist das eklig, ey. Boah. Oli hat auch nicht keine Kohlensäure, aber es ist nicht eklig. Das ist eklig ohne Kohlensäure. Weißt du, woran ich das Ding hat? Damals, Flashback und Göschner Straße, Mönchengladbach. So mit die ersten Sprühflaschen geholt. Und die hatten so eine Literflasche No-Name Energy Drink. Und den hast du dir dann bis eingeteilt und bis der warm war und genug geschüttelt war, weil der schon was groß war. So schmeckt das jetzt. Nur in kalt. Nur in kalt. Also, das hat genau nicht so Angst. Ja. Nee, nicht die Originale. So, Shaken Coop. Das sieht ja nach Spaß für Jung und Alt aus. Aber auch wieder süß, ne? Die sind zu klein für mich. Ja. Oh, das ist ja geil. Das sind ja Hühner und die haben scheinbar Angst vor Crash Bandicoot. Der will die Eier stehlen. Nicht nett. Nummer 3.
Ja, ist jetzt doof, ne? Sie holt jemanden, glaube ich. Und stopp. Ja, super witzig. Haben wir jetzt so einen kleinen Park hier entdeckt, wie der in Peking vor unserer Hotel-Mall-Komplex-Geschichte. Und hier ist auch eine Mall, vor dem das Ganze steht. Und Chicken Coop sind wir jetzt gerade hier gefahren und haben uns wohl ein bisschen verbremst. Es hat keine Bremse, das Programm hat verbremst. Ja, nochmal eine Achterbahn entdeckt. Dreimal eine Achterbahn entdeckt, dreimal die gleiche Achterbahn. Und was ich vielleicht auch noch mal erwähnen sollte, in China sind das nicht drei, auch nicht das oder das. Die machen irgendwelche komischen Sachen mit den Fingern. Das war jetzt 25, wie auch immer das funktioniert. Genau. Aber das einmal zur Vollständigkeit halber. Damit sind wir heute noch mal ein paar Achterbahnen gefahren. Uschi hat heute plus 11 gemacht. Ich minus 2. Also 2 weniger. 9 heißt das. Zum Hotel oder was? Ja, bitte, duschen. Bitte. Ich möchte duschen. Das ist echt, also gerade in der Bullenhitze, so dass auch die Mitarbeiter hier irgendwie im Schweiß ihres Anglitzes dastehen und die Goldfische ausgeschüttet haben in das Becken, wo man die angeln kann oder ähnliches. Ja, die kochen gerade, wie die Leute an der Straße. Was hast du da? Ich habe wieder irgendein Gummi einfach genommen, was ich im Laden gesehen habe. Jetzt die Frage, funktioniert das? Und wenn ja, gibt es eine Klage aus Billund. Was ist das? Das sind Klemmgummisteine. Ah, stimmt. Passen die? Naja, Das ist ja wird mega. wahrscheinlich auch so irgendwann, aber die sind Male und Female. Und weg. Und lecker? Also ja, künstlich. Was war ein wilder Ritt jetzt hierhin? Los Supermarkt ist schon crazy. Und dahinter ist aber irgendwie noch Licht. Show my bembe, sticking in my head like a memory. Mama, show my bembe, sticking in my head like a memory. Show my bembe, sticking in my head like a memory. Show my bembe, sticking in my head like a memory. Messy bed, 2 a.m. I've been thinking about you. Lost a Chardonnay inside my hand. You want to turn me to a fool. For you, for you. I left my conscience on the store when we was in a haze. When I had a taste last time. Timing wasn't right. I did red wine for my mind. Ligo, wine slow. Give it hush, hush on the low. Nobody ever know what we do, where we headed. I'll be the one you call it. Up in the early morning. Oh, for your love, my curry. Peoples. Wir sind so ein bisschen durch Guangzhou Letzter Tag. gelaufen. Dein Essen. Ach so. Wow. Ja.
Ich hab's nicht. Das ist witzig. So, das Ding ist nämlich, die haben hier, also wir sind jetzt bei Mr. Rocky. Das hat die Uschi sich ausgeguckt, was auch immer, weil es ganz nett aussah und draußen sitzen. Was die hier nicht hinkriegen, ist Sachen gleichzeitig schicken. Also für jedes Teil wird einzeln gelaufen. Die Pommes sind jetzt gerade schon gekommen. Die haben wir, also Knoblauchpommes, obwohl die French Fries heißen. Und dann gibt es hier mal einen original chinesisch großen Topf. So fühle ich mich manchmal hier. Und Steak. Die Pizza, wer weiß, wann die kommt. Ja, sehen wir mal. Was wird? Was ist das? Bestimmt ein Zahnstocher da drin, so wie es sich das anfühlt. Heute gibt es westliches Essen. Wildwestliches sozusagen, weil Mr. Rocky ist ja ein Cowboy. Das war jetzt auf jeden Fall eine große Show-Einlage. Guten Tag. I'll be the one you touching. Don't say it's all for nothing. Should I read between the lines? Give me a sign, no, give me a sign. Show my bembe, getting in my head like a memory. Mama, show my bembe, getting in my head like a memory. Show my bembe. Ja Leute, wir sind immer noch bei Mr. Rocky. Haben gedacht, boah, ey, jetzt mal ein bisschen runterkommen, bisschen entspannen nach dem etwas stressigen Tag. Morgen haben wir auf jeden Fall noch richtig viel auf dem Zettel mit vielen Stops und haben gut gegessen. Meine French Fries waren, wie gesagt, irgendwie sehr Hab ich das im Video gesagt? Oder hab ich das? Ja. Sehr knoblauchig, das Fleisch war aber gut. Ein bisschen Shishi mit dem Rauch. Dann riecht es erst alles nach diesem... Die verkaufen es ja über Fruchtholz irgendwie gesmoked, aber das ist dann eben nur das Ding. Bin ich auch ganz glücklich mit, weil ich bin nicht der größte Fan von Sachen, die geräuchert sind, außer dass wir jetzt hier uns selber räuchern. Genau, die haben ja auch Pfeifen und es ist ziemlich cool. Darf ich mal kurz die Shisha-Map haben? Denn es dauert noch ein bisschen. Die schönen vietnamesischen Plastiknägel tun es nämlich wieder nicht. Was ist das für ein Wasserpfeifengeschmack, bitte? Das ist ja geisteskrank. Die klassischen Sorten, nein, es gibt keine klassischen Sorten. Es gibt reine Sorten und es gibt gemischte Sorten. Und dann ist der Bruder da vorne, der Pfeifenheini hier, steht dann vorne und mischt das wirklich zusammen, aber mit einer Waage, also sehr akkurat. Und dann mit der Schere wird das alles zerschnibbelt und vermengt oder ich weiß es nicht. Und daraus macht er den Kopf. Dauert Ewigkeiten. Kannst du also keinem Araber zeigen, wenn ihr vielleicht unsere Saudi-Arabien-Vlogs gesehen habt. Und dann kommt das Pfeifchen, was echt high-worthy ist. Und mit einem LED-Deckelboden. Ja, Fuß ist unten. Podest. Alles fällt bei Alles ganz viele. Ihr könnt gerne Wörter noch ergänzen. Mit Farbwechsel drin. Da steht hier drauf, das sieht auch noch schicki aus. Großer Windschutz drum. Cool. Und sind halb draußen, ist es aber überdacht. Also ganz draußen wäre natürlich geiler, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen frischer sogar noch. Frisch. Aber man kann noch ein bisschen auf die Straße gucken. Der Laden füllt sich. Und man hat hier so kleine Campingstühle, auf denen man hier unten liegt. Und ich krieg immer einen riesen Plauz, wenn ich irgendwo so liege. Weißt du? Als ob die nicht auch sonst da wäre, aber dann sieht es schlimmer aus. Ja, das erstmal Stand der Dinge und Uschi zieht mich schon wieder im RCDB-Bingo ab. Und jetzt, wo die hier 3 Bahnen Vorsprung hat, durch elende chinesische China-Schrott-Achterbahnen, gucke ich ein bisschen in die Röhre. Die waren aber nicht dabei, ja? Also diese Bahn in dem Bingo. Ich hatte schon den Park von heute von vorgestern. Oder so, ist auch egal. So, wir machen mal weiter. Und ich verschwinde jetzt in der Zauberkugel von der Mini-Playback-Show. Mit Mareike Amado. But you on my body tonight. I love it when you call me outlandish. I want to dip in my toe. Okay, die haben hier einfach einen Dyson irgendwie als Händetrockner. Aber damit kann ich mir auch die Haare machen. Aber ich glaube irgendwie, der ist da auch fest, damit man den nicht klaut. So eine gemeinsame Waschbeckengeschichte. Noch mit so Zeugs. Vaseline, Haarspray, Mundspülung, Q-Tips, Haarspangen, Haargummis.
geil. Ein Kamm, voll cool. Eine Sache, die auf jeden Fall auch noch erwähnt werden muss, in diesem Laden hier kommt ganz normales Besteck. Also es gibt Messer und Gabel. Also vor allem, es gibt Messer. Also wenn du mal eine Gabel oder Löffel, das ist normal, aber Messer gibt es eigentlich nie. So, und jetzt hast du einen Laden voll mit Chinesen, die nur mit Stäbchen essen. Die sehen genauso deppert aus wie ich mit Stäbchen. Die können mit dem Besteck nicht umgehen. Die haben die Gabel so in der Hand und es sieht wirklich aus, als schlimmer als in jeder Vorschul-Kindergartengruppe, wenn da das gesunde Frühstück auf den Tisch kommt. Schon ein bisschen witzig. Das ist schon ziemlich ulkig, das zu sehen. Also egal, wo du hinguckst, die sind komplett lost, was Benutzen von Besteck angeht. Und ich würde mich jetzt nicht als jemand mit den krassesten Tischmanieren und heftigsten Besteckskills bezeichnen, wenn du da, keine Ahnung, wie viel Gabeln, Löffel und Messer übereinander hast. Da muss ich schon abgucken. Ich kann ein Steakmesser noch von einem Fischmesser unterscheiden und dann hört es aber auch bald schon wieder auf. Das ist schon, ja, wobei, das könnte auch schon gefährlich werden. Nee, das sieht schon ja, sehr anders das aus. Fischmesser, das ist ja auch... Das ist ein Kuchengabel. Ja. Da, Heber. Tochtenheber heißt das. Ja. Wie heißt das? Tochtenheber. Tochtenheber. Der Tochterheber. Grüße gehen raus ins Rheinland. Viel cooler als bei mir. Wer hat denn Geburtstag? Ach, die haben Geburtstag. Ja. Die jungen Pulver kommen zur Sängerin. Ja. Baby, you are the best, I gotta have it. Sick, and not the average. Malaria, my 10, no damage. Baby, you are the best, I gotta grab it. Yeah, I'll be the one you calling up in the early morning. Oh, for your love, my current. I'll be the one you touching. Don't say it's up for nothing. Should I read between the lines? Give me a sign, no, give me a sign. I'ma show my bambe. In my head like a memory. I'ma show my bambe. I'ma show my bambe. Show my bambe. Ich habe gestern etwas im Family-Markt zu Fuße unseres Hotels gesehen, was irgendwie im Sale ist, was kein gutes Zeichen ist. Der hatte vorne noch warme Paletten davon. Und ich habe es aus dem Kühlschrank genommen. Tomato Water. Das klingt fies, kaufe ich. Kennt ihr, oder? Ach du, boah, nee. Echt? Boah, ist das ekelhaft. Echt jetzt? Okay, das riecht wie meine Spongebob-Dinger gewürzt sind. Hä, bah. Also süßlich auch, ne? Das ist gegorener Tomatensaft aus dem Flugzeug. Bah, ist das eklig. Es bleibt auch eklig. Bah. Oh. Oh. Bah. Nee, wird nicht besser beim dritten Mal. Oh. Fast passend zum Park heute, wo Lukas sagen würde: abreißen. Abreißen. Mach das nicht. Oh, die Idee ist ja irgendwie funky, aber nee. Ich habe das zum Nachspülen mitgenommen. Gedacht, das könnte schmecken wie Lasagne, so wie es aussieht. Und ihr steht ja da drauf, dass ich irgendeinen Blödsinn probiere. Oh, ich hasse diese chinesischen Tüten. Alles hier fällt auseinander, ne? Außer so eine Tüte. Ich hasse es wirklich. Die sehen aber geil aus. Hier hast du eine stark gewürzte. Moment. Riecht erstmal nicht schlecht. Schmeckt auch nicht schlecht, aber nicht spektakulär. Aber mal irgendwie ein anderer Geschmack. Nicht ganz so dieses Sweet and Spicy, was ich sonst immer hatte. Auch nicht so extrem tomatig. Irgendwie sowas dazwischen. Das finde ich okay. Okay. Und du? Find's okay. Guangzhou in China, dem Guangzhou Zoo.
This is traditional from Guangdong. Fischpipi-Geruch. High-Speed Rail Toboggan. Und jetzt laufen wir erstmal irgendwo weg. Abstand zum Amusement-Teil kriegen. High-Speed Rail Park ist der Name. Schon wieder so ein Schnellzug. Wer das ist, weiß ich nicht. Der Hochstaplerin. Es fährt einfach alleine raus.